Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande, hier auf der Bespoke 2024, der Messe, wo sich die besten Rahmenbauer Europas treffen und Unternehmen, die diese unterstützen. Und ich werde hier nicht nur über die Lastenräder und so Urban Mobility Dinge berichten, so heißt das, sondern auch Nasen treffen, Hallo. die ihr bestimmt schon irgendwo anders gesehen habt. Hallo. Bist du erkältet? Nee, aber ein bisschen verkatert. Sag Das mal- ist mega sag mal das geile was- Setup. Du bist Sag mal, was ich immer sagen würde. Jetzt so zum Start. Deine Anmoderation oder was? Kann ich jetzt leider nicht übernehmen, weil ich... Ja, du guckst meine Videos nicht, ne? Doch. Alle. Worüber wirst du berichten? Weiß ich noch nicht. Aber es sind so viele krasse, schöne Räder von Marken, die ich noch nie in meinem Leben gehört und gesehen Ja. habe. Also ich glaube, das wird super interessant und sehr, sehr lehrreich, was eigentlich da alles noch für Räder in diesem Fahrradkosmos unterwegs sind. Die Hast du gerade RäderInnen gesagt? RäderInnen, ja, muss man gendern. Ich gender nur bei mir auf dem Kanal. Ja, ich auch. Gut. Davon lebt die Messe auch, ne? Herzlich willkommen. Also, wir auch. Wir und auch. deswegen legen wir jetzt mal los. Und wir starten mal ganz hinten in der Ecke. Und zwar bei unseren guten Freunden, voll im Aufbau. Der hat mich noch gar nicht gesehen. Er freut sich sicherlich, mich zu sehen. Die Presse ist da, die Presse ist da. Hallo Tillmann. Hallo. Wir sind noch mitten am Vorbereiten hier. Warum ist es schon seit 10 Uhr geöffnet? Das ist total richtig, aber das sind ja alle Langschläfer. Ich nicht, ich bin um 4:30 Uhr aufgestanden, bin hierher gefahren. Arme Sau. Wirklich. War gut. Hattest du eine gute Fahrt? Ja, vielen Dank. Mit dem Auto oder mit den Öffis oder mit dem Fahrrad? Das kann ich hier nicht sagen. Willst du schon was erzählen oder soll ich später wiederkommen? Ich würde sagen, komm mal bitte später wieder. Da kann ich nämlich auch das Licht hier anschalten und dann sieht das hier alles viel besser aus. Ja, da am Fahrstuhl. Siehst du das? Am Fahrstuhl ist mein Logo gefaked. Ei. Die Hälfte meines Logos ist da am Fahrstuhl. Unfassbar. Hallo Tillmann, herzlich willkommen auf unserem bescheidenen, kleinen Bespoke-Messestand hier in Dresden. Hi. Ja, es ist ein schöner Saisonabschluss, hier mal so eine herbstliche Messe, so eine Autofahrstunde vor der Haustür zu haben. Ja, ist gut, ne? Und ich würde mal sagen, das hier ist so ein Biotop für Bekloppte, wo haufenweise individuell Eis gezeigt wird. Und da passen wir ziemlich gut rein, weil es bei uns nicht nur Stangenware gibt, sondern eigentlich ausschließlich alles nur Individualaufbauten. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so das normale Setup mit E-Bike und so weiter da, sondern bin mit unserem individual lackierten Renncargo hier dabei. Ist das lackiert? Das ist richtig lackiert, ja. Oh, Das ist quasi einmal weiß lackiert, Ja. dann wurde es gelb lackiert, dann wurde es abgeklebt, dann wurde es orange lackiert, dann wurde es abgeklebt, dann cool. und dann nochmal 5 Schichten Klarlack drauf und dann hat man, wenn man das möchte, in Holland einen Paintshop, der das macht und ja, für so eine Kleinigkeit von ein paar hundert Euro bis Ja. 1.500 Euro, je nach Sonderwünschen, kann man sich dann so ein Rad individual lackieren lassen. Das sieht mega cool aus. Ich dachte, das wären einfach nur so Sticker, aber Nein, das sind keine Sticker. Also der Jumentum-Schriftzug, das ist tatsächlich ein Unterlacksticker, Ja. aber der Rest ist lackiert. das sieht cool aus. Schön hier mit E-Tab, ne? Hast Ja. du dieses Mal rausgenommen? Akku habe ich rausgenommen. Meine Empfehlung. Ja, vielen Dank. Sonst die kosten auch im Einkauf ein bisschen was. Die muss ich nicht alle verschenken. Da kaufe ich lieber Coolies, die ich verschenke oder so. Genau. Heute gibt es kostenlose E-Tab-Akkus. Bei Jumentum. Ja. Ansonsten hier ausgestellt das Renncargo, was ich in Frankfurt beim Cargo Euro Cup gefahren bin. Es hat mich bis ins Finale gebracht, dann habe ich es aber nur bis zum 4. geschafft, weil ich vorher das Pedelec-Finale fahren durfte, was ich gewonnen habe, und habe ich mich so verausgabt, dass das dann leider nichts mehr wurde, dass ich mit dem Bio auch noch aufs Treppchen komme. Ja. Aber nichtsdestotrotz, einer meiner Kunden hat den Sieg geholt und somit hatten wir zweimal ein Jumentum Renncargo auf dem ersten Platz und da war der Teammanager glücklich und Ja. alles geschafft, was ich wollte. Ja, sehr cool. Und gibt es was Neues irgendwie jetzt, was wir hier nicht sehen auf dem Stand? So viele neue Sachen gibt es noch nicht, über die ich sprechen kann. Okay. Es wird nächstes Jahr ein paar Neuerungen geben. Die ersten Kindertaschen sind gerade in der Fertigung. Da ist nur die alte Tasche, die du schon gesehen hast auf der Cycling World. der Cycling World und auf der Eurobike. Der Eurobike, genau. Die habe ich hier nur zu Demonstrationszwecken, wenn ich in Gespräch mit Kunden bin. Die wird ein bisschen anders aussehen. Und die ersten Teile sind halt schon in Fertigung. Es dauert nicht mehr lange. Ja, sehr gut. Was gibt es noch Neues? Wir haben
neue Banner gedruckt. Das heißt, wer eine individuelle Tasche haben möchte, wo seine Werbung draufsteht, oder wer zum Beispiel, jetzt ist ja die Lastenradförderung für Unternehmen wieder online, wer da sein Cargo-Bike für sein Unternehmen haben möchte und da Kohlen Müller drauf haben möchte oder so, kann man alles machen. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du demnächst ein Fahrrad von mir vielleicht erhalten würdest, was du dann mal durch die Bewertungsmatrix jagen darfst. Sehr gerne. Ansonsten freue ich mich für alle oder über alle, die hier in Dresden vorbeikommen. Ich habe die Befürchtung, es wird relativ voll. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, mit jedem zu quatschen. Aber ja, hier sind so viele coole andere Sachen auch. Es wird sich bestimmt lohnen, mal vorbeizukommen hier in Dresden. Ja, sehr cool. Viel Spaß auf der Messe. Ich freue mich auf das Testbike, was ich dann demnächst bekommen werde. Endlich mal ein Momentum. Also, wenn ihr irgendwelche Sonderwünsche habt an das Testrad, dann schreibt es mal in die Kommentare. Am besten wäre Pink. Das ist bestimmt die Lieblingsfarbe vom Tillmann. Ja, finde ich cool. Ja? Ja. Wollen wir es in rosa machen? Oder lila. Lila finde ich noch. Lila? Ja. Ich habe letztens ein Perlviolett verkauft. Ich glaube, das würde dir auch gut stehen. Ja. Dann machen wir das so. Hier gegenüber gibt es so Farben, an denen man sich orientieren kann. Tschüss. Tschüss. Ein Produkt, das ich auf der Eurobike 2024 sträflich vernachlässigt habe, ist hier bei Alpaca. Und du kannst uns ja mal ein bisschen was erzählen. Was war euer Hintergedanke bei dem Alpaca? Der Name sollte klar sein erstmal. Genau, mit uns kann man alles packen und die Idee war eben, das Fahrrad kann ja schon viel transportieren, vor allem mit Fahrradtaschen ist man schon ganz gut ausgestattet, aber manchmal gibt es ja doch ein Paket, einen Getränkekasten, ein paar Sachen, die ein bisschen größer sind, einen Kuchen, eine Salatschüssel, alles was ein bisschen sperriger ist. Ja. Genau, dafür haben wir die Alpaca One entwickelt. Man kann nach wie vor Fahrradtaschen verwenden. Ortlieb, VD, Thun, die ganzen großen Hersteller. Das finde ich eine ziemlich gute Idee, weil das Ding bleibt ständig auf dem Rad, ne? Genau, ist sehr leicht, lässt sich sehr leicht ausklappen. Und genau, dann passen eben auch schwere große Sachen rein, bis zu 20 Kilogramm Zuladung, 30 Liter Volumen. Wir haben hier noch diverse Spannösen vorgesehen, damit man ja, einen Kasten gut sichern kann oder auch ein Paket gut sichern kann. Und das passt jetzt auf jeden Gepäckträger drauf? Genau, das ist das Ziel. Also wir geben da Maximalbreiten an von maximal 150 mm. Aber ja, genau, ansonsten würde es nicht zusammenklappen. Genau, sonst kann es nicht zusammenklappen, aber solange der kleiner als 150 ist, passt das. Ja. Das ist witzig, auch hier mit den reflektierenden Details, das finde ich echt, das ist eine gute Idee. Und hier kann man dann noch durch irgendwas reinhängen? Oder? Ja, genau. Wenn es zusammengeklappt ist, kann man da noch einen Pulli oder ein T-Shirt runterkleben und hat quasi noch einen ganz normalen Gepäckträger. Okay. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja. Das ist jetzt komplett erstmal 3D gedruckt, ne? Genau. Wir gehen aber bald in Spritzguss. Ja. Und haben auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Haben da schon über 1000 Boxen verkauft. Oh, cool. Und wollen jetzt quasi in Spritzguss gehen und das Produkt richtig solide auf den Markt bringen. Ja. Und das sieht auch echt klein und kompakt aus, wenn es hier so zusammengefaltet ist. Also fällt auch auf dem Rad nicht so auf, als irgendwie erstrebenswertes Diebstahlprodukt. Genau. Und aufklappen macht auch echt Spaß. Zeig nochmal, wie viel Spaß das macht. Wow, das macht wirklich viel Spaß. Ja, echt interessant. Und hier sind noch so kleine Taschen, um irgendwie Kleinigkeiten, also die Spanngurte reinzulegen. Transportnetz, ja, auch ein Regencape, wenn es mal zu viel regnet, kann man auch rüberziehen. Wie viel Kilo können die Seitenwände etc. ab? Hattest du das gesagt? Also ich sag mal 20 Kilo ist die Zuladung. Ja. Genau, die ist ja vor allem auf den Bodenelementen. Wir testen auch, dass hier ein bisschen Druck auf die Seitenwände kann. Genau, aber empfehlen natürlich schon, Sachen mit Spanngurten zu sichern. Also vor allem im Bierkasten. Ja. Deswegen haben wir ganz viele Spannpunkte. Man sollte das schon so sichern, dass es möglichst wenig sich bewegt. Ja. Aber die Kiste kann schon ein bisschen was ab. Ja, cool. Ja, cooles Produkt. Ist die Kickstarter-Kampagne schon noch online? Oder? Die ist jetzt vorbei, aber man kann sich jetzt auf der Webseite alpaca-box.de noch ganz normal anmelden für ein Newsletter. Und dann, sobald der Online-Shop losgeht, kriegt man darüber Bescheid. Ja, cooles Produkt. Und vielleicht würde euch mal in ein Video interessieren, wo ich so verschiedene Packmöglichkeiten für normale Fahrräder zeige.
schreib das doch mal irgendwie da in die Kommentare rein, wenn ich das mal machen soll. Vielen Dank. Danke dir. Ein Rad, das mir gerade aufgefallen ist, ist das Kabuff hier. Ein Longtail-Lastenrad, vorne mit 28 Zoll, hinten 26 Zoll und so hier einer ganz langen Bank, die man auch dafür verwenden kann, um irgendwie auf der Ladung zu sitzen, wenn man hier den Sattel rausnimmt. Das ist eine ziemlich lustige Idee. Und Johannes hat mir gerade so ein bisschen erzählt, wie der Entstehungsprozess von diesem Fahrrad war. Das war nämlich eigentlich mal ein anderes Lastenrad, ein anderes selbstgebautes Longtail, das dann aber auseinandergebrochen ist von jemand anders. Und dieses Rohr ist dann von dem alten Rahmen, aber alles andere ist neu. Und ein paar schöne Details sind auf der einen Seite, dass hier diese Streben, dieser mixte Rahmen, dieses mixte Rahmenkonzept einfach das Rad sehr, sehr steif und sehr, sehr stabil machen. Und hier können eben auch die Züge komplett ohne die Hülle durchgeführt werden. Das heißt, hier oben ist ein Anschlag und hier unten ist ein Anschlag und das kommt dann halt hier wieder raus. Und das macht natürlich verringert die Reibung beträchtlich. Und deswegen können hier auch einfach diese mechanischen Scheibenbremsen eingesetzt werden, weil auch hier dann der Zug hier reingeht und hier in diesem Rahmenrohr komplett offen läuft. Also ziemlich coole Ideen hier bei Kabuff Cycles. Und das hier ist auch ein schönes Teil, die Cybercrank. Auf jeden Fall schöne Bikes hier von Kabuff und das alles wurde von der Dresdner Pulverei beschichtet und gepulvert. Und das sieht auch richtig schön aus, wie das hier gemacht wurde. Also immer wieder toll zu sehen, so kleine Rahmenbauer. Er hat es auch gar nicht richtig als Business jetzt, sondern das ist so ein Hobby-, Liebe-, Spaßprojekt. Und das sieht man hier echt viel auf der Messe. Immer wieder gern gesehener Gast auf jeder Messe ist Muli natürlich. Und hier haben sie nochmal so ein paar Ausstellungsstücke in diesem rohen Rahmen, wie wir sie auf der Eurobike 2023 gesehen haben. Und hier nochmal so ein bisschen Einblicke in die Produktion hier auf dem Bildschirm, aber auch so von so ein paar Rohteilen. Ich bin gerade tatsächlich in der Terminfindung, in der Planung für einen Vororttermin bei Muli. Da werdet ihr also hoffentlich demnächst schon mal was sehen. Eventuell noch dieses Jahr. Also dürft ihr gespannt sein. Auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Gehen wir mal weiter. So, hier ist jetzt leider niemand, der uns was darüber sagen kann, über das Rugged Bike, aber das sieht ziemlich witzig aus. Kompakt Cargo, Kompakt Long John Lastenrad, vorne und hinten 20 Zoll und wie viele oder wie die meisten anderen Räder hier ohne Motor auf der Messe. So auch eigentlich ziemlich gut. Hier schön mit diesem kleinen passenden Rücklicht, das mache ich mal gerade, ne? So. Aber was hier besonders ist, ist diese Lenkung, denn die dreht sich nicht um einen Punkt, sondern da bewegt sich die gesamte Konstruktion an zwei Schenkeln und das ganze Vorderrad bewegt sich dann auch nach links und rechts. Also ziemlich spannend. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich sowas schon mal gefahren bin. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Ist auch ziemlich platzsparend, weil man hier keine Gabel braucht und hier kein Rahmenteil, sondern der Korb kann hier ziemlich weit nach vorne gezogen werden. Also das sieht ziemlich cool aus. Leider halt sehr, sehr wenig Informationen. Ich schätze mal, dass die Menschen hier von Rugged zu den Zeiten da sind, wo tatsächlich auch private Leute hier sind. Aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mal diesen Flyer hier angucken und pausieren. Dirk, Felix und Tim und sie stehen auf Fahrräder. Dirk, Felix und Tim sind allerdings gerade nicht hier. Wo seid ihr? 6 Stunden später. Ich habe einen gefunden. Hier bei Rugged. Das ist Tim. Hi. Wo wart ihr? Wir waren tatsächlich noch mit so ein bisschen Orga-Kram beschäftigt. Wir mussten noch Licht holen, Okay. weil uns gestern Abend aufgefallen ist, dass wenn man das Lichtpaket nicht dazu gebucht hat, ist es sehr düster hier. Und das hat uns dann so ein bisschen vor die Herausforderung gestellt. Ikea hat geregelt tatsächlich, aber das hat heute Morgen noch ein bisschen Zeit gekostet. Alles klar. Ja. Jetzt kannst du uns ein bisschen Rede und Antwort stehen hier zu dem Rugged. Genau. Was ist der Hintergrund? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Genau, also wir sind aktuell zu dritt, Felix, Dirk und ich. Und der Hintergrund ist tatsächlich eine vorhergehende Lastenrad-Minimarke, die hieß Veloda. Das war ein Lastenrad-Bausatz aus so Vierkant-Alu-Profilen. Ja, so den kenne ich. Genau, und
Der Markt hat sich dann aber doch als recht nischig erwiesen, würde ich mal sagen, sodass der Anspruch war zu sagen, okay, wir versuchen dann doch mal in komplett geschweißten Rahmen zu gehen. Stahl war das Material der Wahl, weil robust, recycelbar und sieht einfach geil aus, muss man dazu mal sagen. Genau, und diese Schenkellenkung ist ja so ein bisschen bei uns das Besondere. Das hatten wir tatsächlich schon an dem Veloda. Und haben das jetzt quasi transferiert auf den geschweißten Rahmen. Okay. Warum habt ihr jetzt euch für so ein kompaktes Rad entschieden? Also wir kommen ja aus dem Raum Halle Leipzig. Kleine, schmale Straßen, kleine Keller in Altbausubstanzhäusern und oftmals verstopfte Wege. Da hat sich einfach das Modell kleines Lastenrad als am sinnigsten erwiesen. Ja. Vor allem auch, weil bei uns in der Region ist Fahrraddiebstahl ein Riesenthema, sodass viele Leute den Anspruch haben, ich will das Rad wenigstens in den Keller tragen können oder aber im Idealfall vielleicht sogar in die Wohnung. Und das ist halt mit so einem riesenschweren Schiff nicht ganz so gut möglich wie mit was Kompaktem. Ja. Daher war quasi die Entscheidung, okay, 20 Zoll, noch kleiner wollten wir nicht werden, weil, wie schon gesagt, schlechte Straßen, viel Kopfsteinpflaster. Wo wir dann so ein bisschen das Gefühl hatten, okay, mit 16 Zoll vorne und 18 hinten oder sowas, das wäre uns ein bisschen zu klein gewesen. Daher 20 als goldene Mitte sozusagen. Ja. Was ist so das, neben der Lenkung, was würdest du sagen, ist das Besondere an eurem Fahrrad? Naja, das Besondere ist, wir haben quasi einen tiefen Schwerpunkt, also eine tiefe Ladefläche, ähnlich wie dem Long John. Sodass man also auch durchaus schwere Lasten gut transportieren kann, ohne dass das Fahrgefühl irgendwie wackelig und ruckelig wird. Und das Gleiche aber eben kombiniert mit wirklich einem kompakten Rahmen. Und das war so ein bisschen das Ansinnen, was wir dann irgendwie versucht haben zu realisieren. In Kombination mit der Schenkellenkung, wo man halt wirklich die Möglichkeit hat, durch den fehlenden Gabelschaft auch wirklich mal eine lange Platte oder irgendwie sperriges Zeug, was nach vorne rausragt, zu transportieren. Ja. Und den Rahmen macht ihr in-house, oder? Genau, den Rahmen machen wir in-house. Muss aber dazu sagen, wir sind jetzt quasi so an dem Punkt, wo wir dann die Prototypenphase verlassen und das Ganze auch vermutlich aus Kapazitätsgründen outsourcen werden müssen. Ja. Allerdings soll auch das im lokalen Bereich bleiben. Ja. Also wir sind da jetzt gerade schon so am Vernetzen. Dafür ist ja so eine Messe auch eine super Sache, um einfach zu schauen, okay, jetzt irgendwie so in der Werkstatt selber das machen, das überschreitet dann einfach die Stückzahlgrenzen. Ja. Und dann zu sagen, okay, man sucht sich einen Partner, der das irgendwie lokal fertigen kann. Ja, sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich bin gespannt, danke. Was da noch draus wird, was ihr noch so an Zubehör geplant habt, etc. Da ist einiges geplant. Also tatsächlich ist der Korb, also quasi jetzt dieser rote Stahlkörper, der ist auch optional. Der ist also nicht verschweißt, sondern der wird geschraubt. Ja. Sodass man theoretisch auch einfach nur eine tiefe Ladefläche hat. Da passen Eurokisten wunderbar drauf. Es ist mittelfristig geplant, eine Kindersitzlösung noch reinzubauen. Ja. Dazu dann im Idealfall auch noch das passende Verdeck, Textil. Ja. Die Tasche ist auch noch ein Prototyp, ist vom lieben Sven aus Halle von Reisefix. Der hat uns die jetzt wirklich gestern noch mit der heißen Nadel fertig genäht. Und da wird also noch ein bisschen was passieren. Gepäckträgerlösung ist geplant und natürlich nicht mehr wegzudenken ein E-Bike-Modell. Also das ist ja jetzt noch komplett Bio. Es soll ein Mittelachsmotor rein und dafür auch das geteilte Oberrohr. Im Idealfall wird es ein Bosch-Akku, den man dann hier so rauszieht. Ah ja, okay. Das war so ein bisschen konstruktivisch, aber das geteilte Oberrohr hat sich irgendwie auch als relativ sexy erwiesen. Ja, sieht ziemlich cool aus. Das ist mir auch gefallen, weil man den Platz auch so echt gut nutzen kann. Genau. Und Ziel ist eigentlich dafür, dann auch noch eine Tasche zu haben, dass man dann während der Fahrt eine Banane oder irgendwas, was man halt schnell mal greifen muss. Ganz genau. Vielen Dank, dass du uns da nochmal Rede und Antwort gestanden bist. Bin schon zu lange hier. Und das ist erst Tag 1, muss man ja auch mal sagen. Aber ich fahre heute nur nach Hause. Ah, okay, gut. Also haben wir jetzt mal Glück gehabt. Ja. Perfekt. Von Rennrad News. Wie geht es dir? Guck mal, du hast warte mal, welches nehme ich denn? Das hier. Du musst trotzdem da nochmal reinsprechen. Hi, Julian von Rennrad News. Genau. Von den Cargo Bike Lovers. Hast du schon was gesehen, was du besonders liebst? Ja, ich liebe die neuen Taschen von, ich habe den Namen vergessen, aber von super.
Das sind wirklich tolle Taschen. Ja, das sind die besten. Ne? Das ist wirklich toll in den Rahmen eingefügt. Den OG-Rahmen vom Le Petit Porteur in bunt. Also hat mich voll abgeholt. Das musst du dir unbedingt anschauen. Die beiden sind auch super nett. Ist das unten oder? Unten? Oder? Ne, die sind hier oben auf der Ebene. Diesmal ist er größer als im letzten Jahr und diesmal direkt neben der Rolltreppe. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber dann gucken wir gleich mal, wo das sich befinden könnte. Ich wünsche ganz viel Spaß. Ja. Ein Tipp für dieses Jahr, mehr die Räder filmen. Letztes Jahr hatte ich nur ein 50 mm dabei. Ja, ich habe die Kommentare gesehen. Und es war viel zu eng. Und dieses Jahr ist es tatsächlich luftiger. Also das war unter erschwerten Bedingungen. Deswegen diesmal Handheld und mit einem Zoom-Objektiv. So ein bisschen mal Kollegenkritik, ne? Ja, genau. Nee, das mache ich auch immer gern. Ne? Wie war das noch? Slow Motion? Habe ich dir letztens auch noch was... Ja, aber das hast du mir privat geschickt. Achso, das habe ich... Das ist nicht im Video gewesen, aber das kommt jetzt ins Video einfach. Ja, okay, das kommt jetzt einfach rein, ja. Die Slow Motion sehen nämlich jetzt viel besser aus, weil er in 120 Bildern filmt. Nee, weißt du was? Ja, stimmt, 120, ja. Und nur Full HD. Ja, und nur Full HD. Habt ihr es gemerkt? Jetzt wisst ihr es. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es gemerkt habt. Also viel Spaß! Yes. Ciao. Was ihr bei Brickbikes gerade entdeckt habt, eine seltene Art, nämlich ein Kardanantrieb. Keine Kette und kein Riemen wie hier drüben auf der anderen Seite, sondern hier ist eine Welle drin, die bis hierhin zu einer klassischen Nexus Inter 8 Narbe geht. Das Ganze ist ein komplett geschlossenes System, komplett wartungsfrei und sieht natürlich auch ziemlich cool aus. Ersetzt dann hier durch diesen durch diese Schaftumhüllung, durch dieses Gehäuse wird dann auch komplett eine Strebe ersetzt und das läuft quasi durch diese Strebe durch. Es gibt ein paar Hersteller, die das schon standardmäßig machen, aber es ist immer wieder interessant zu sehen, weil man sich da halt wirklich nie drum kümmern muss. Das ist ziemlich cool. Gehen wir mal weiter. Das hier habt ihr schon bei ein paar Videos von mir gesehen. 3x3 baut eine neue Narbe. Die ist nicht nur geeignet hier für solche Gravel-Bikes, sondern insbesondere für so etwas, für Cargo-Bikes. Und das Coole ist, ich bekomme demnächst so ein Portus mit einer 3x3-Narbe. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und hier auch in dem Le Petit Porteur ohne Motor, aber mit dieser Narbe mit einer großen Bandbreite, die sehr wartungsarm ist oder eigentlich wartungsfrei sogar. Gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal hier in dieser mechanischen Version mit einem Drehhebel und auch in einer elektronischen Version. Entweder hier, wie ihr das hier sehen könnt, halt mit einer Dropbar-Kompatibilität oder eben mit einem Hebel, der dann hier direkt in dem flachen Lenker ist. Aber hier ist noch was weiteres, nämlich das Sail. Und da werden wir mal mit dem Schöpfer sprechen. Hallo! Servus! Du möchtest uns mal ein bisschen was zu diesem Rad hier erzählen. Das ist leider ziemlich schwierig zu filmen, weil das jetzt halt so gegen das Licht ist. Aber was ist deine Idee dahinter gewesen? Es ist ein Low-Tail und ich will im Endeffekt die Fahreigenschaften von einem ganz normalen Fahrrad, soweit es geht, in den Cargo-Bereich ziehen und deswegen das Gewicht und die Last nach hinten zu packen. Und auch das Optische, also dass es sich einfach integriert. Beim Fahrverhalten ist es wirklich so, wenn man in der Stadt zum Beispiel durch Autos sich durchschlängelt, man merkt es gar nicht, weil es ist so breit wie der Lenker und du rollst einfach durch. Und Lasten, dadurch, dass das Gewicht so tief ist, nimmt man wenig wahr, bis gar nicht. Fürs Bikepacking ist es natürlich perfekt. Man hat genug Platz, um sich zu organisieren. Man kann verschiedene Taschen da reinpacken, so wie es jetzt hier auch aufgebaut ist. Und im Gelände funktioniert es auch gut. Und durch die Aufteilung von den Laufrädern hat man einfach viel Stabilität am Vorderrad. Man kann gut verzögern. Bergab bringt es eine Laufruhe mit sich. Ja, das hier ist jetzt diese Explore-Gabel, also eine Gravel-Gabel. Genau. Geht das auch mit so einer richtigen Mountainbike-Gabel oder wäre das dann zu viel geometriemäßig? Das ist momentan noch zu viel, aber wir arbeiten jetzt im Winter dran, dass wir auch noch eine zweite Variante machen, wo wir so 80 bis 100 mm Federweg integrieren wollen. Die hat jetzt 30 oder so. Ja, 30 bis 40 mm geht's, genau. Ja. Ist gewichtstechnisch auch zugelassen bis 160 Kilo, also das geht auch mit einem Gravel-Bike. Ja. Genau. Das ist natürlich spannend hier, ne? Also wir haben hier auf der einen Seite einen Riemen und auf der einen Seite im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist hier auf der linken Seite unüblicherweise, hier ein
exzentrisches Tretlager. Genau, um den Riemen zu spannen. Genau. Und dann gehen wir auf die andere Seite und haben quasi ein verschiebbares Ausfüllende. Und warum habt ihr nicht auf beiden Seiten einen Riemen genommen? Kann man machen, ist im Endeffekt einfach nur eine Kostengeschichte. Man kommt nochmal so 150 € kommen da drauf. Und der Gedanke war, hinten kommt man im Endeffekt mit dem Schmutz nicht so in den Kontakt. Und deswegen dachte ich, kann man sich das Geld sparen. Ja, das ist das Einzige. Aber echt sehr, sehr spannendes Bike. Es fährt sich wahrscheinlich ähnlich einfach wie ein Longtail, nur mit einem niedrigeren Schwerpunkt, ne? Genau. Ja. Genau. Die Grundfläche ist so groß wie eine Getränkekiste. Ja. Und nach oben kann man im Endeffekt aufstapeln und man kann eben auch den oberen Rahmen, also das obere Rohr nehmen, um Sachen draufzupacken. Das heißt, wenn ich jetzt also auch breitere Sachen Holzbalken habe oder so, dann kann ich in die Breite gehen, dann wird es halt auf dem Radweg eng, aber es funktioniert echt ganz gut. Dann sollte man ja sowieso machen, einfach öfter auf der Straße einfach fahren, ne? Genau, ja, da gehört's. Und was habt ihr noch so vor, oder was hast du noch so vor mit diesem Bike? In welche Richtung soll es noch gehen? Es soll noch nachrüstbar für den E-Antrieb werden. Also es wird anstatt der Umlenknabe kommen. Da braucht es jetzt aber einfach noch Entwicklung. Ja. Da sind wir jetzt gerade auch mit dem E-Antriebhersteller schon im Gespräch und machen da im Winter weiter. Und das Ziel ist im Endeffekt, dass jeder Rahmen dann auch nachrüstbar ist. Ja, und sonst wollen wir tatsächlich noch mehr Versuche und mehr nützen jetzt im Bikepacking, um da auch zu sehen, wo wir es einfach noch sinnvoll erweitern. Ja. Also Zielgruppe maximal Bikepacker. Bikepacking und auch als Alltagsstadt-Urbanrad. Ja. Also auch Schutzbleche etc., das ist alles möglich. Ja. Ja, ist ja nicht irrelevant für das norddeutsche oder fürs deutsche Wetter, ne? Nee, gar nicht. Und langfristig werden wir noch eins für größere Leute brauchen, weil jetzt funktioniert es eigentlich gut bis zu 1,90 Meter, würde ich sagen. Okay. Und ja, das ist dann. Okay, also für mich wäre es tatsächlich dann zu klein. Wir können ja Grenze, ja, ich bin 1,96. Ja. Also das ist dann irgendwann auch schuhgrößentechnisch ein Problem. Ah, stimmt, so ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja. Funktioniert es gut und drüber wird es momentan noch kritisch. Ja, okay, da muss man bei dem Konzept natürlich ein bisschen darauf achten, dass da genug Freiheit ist. Ja. Aber ziemlich cooles Bike und auch komplett von euch gefertigt. Wird komplett. Handarbeit. Genau. Ja. Wie bist du darauf gekommen, das Rad zu entwickeln? Also es ist eine Abschlussarbeit von meinem Industriedesigner gewesen. Ach so, okay. Ich bin ganz ursprünglich Zweiradmechaniker und war zeitlang in der Industrie unterwegs und bin jetzt quasi wieder zurück und wollte dann mal einen Rahmen bauen und so ging es in die Richtung. Ja, cool. Ja, sehr cooles Projekt. Unter dieser Instagram- und E-Mail-Adresse, bzw. Internetadresse findet man dich, ne? Oder euch. Ja. Und ja, cooles Bike. Passt genau hier auf die Bespoked. Und viel Spaß euch noch. Danke. Euch auch. Danke. Jetzt sind wir bei Monopol und den Herrn, den hat man schon in dem ein oder anderen Business gesehen. Was machst du eigentlich? Oder was hast du vorher gemacht? Ja, ich habe mich bin ursprünglich Gestalter, aber die letzten 30 Jahre habe ich mit Taschen auseinandergesetzt. Die Freitag-Taschen sind auch in Deutschland bekannt. Ja, genau. Ganz das bekannt, ist mein beliebt. Background. Genau. Ja. Also ich bin eigentlich Taschenmacher. Genau. Und natürlich Taschen, die man auf Fahrrädern trägt. Und da war es irgendwann naheliegend zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns auch mal ums Rad kümmern. Die Monopols, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, aber das ist ja ein sehr cool aussehendes Rad. Und man sieht auf jeden Fall, dass du schon Erfahrung hast mit einer coolen Marke. Also allein das Branding etc. Warum habt ihr euch für so ein Fahrradkonzept entschieden? Ja, wir wollten eigentlich so ein bisschen das Fahrrad machen, das man auf die Insel mitnimmt oder eben das man in der Stadt einfach jeden Tag brauchen kann. Also ein kompaktes Alltagsfahrrad mit Cargo-Kapazität, um 70% der Bedürfnisse abzudecken. Und trotzdem ein Fahrgefühl, das agil in der Stadt ist. Ja. Also es ist kein Full-on-Lastenrad in dem Sinne. Es geht wirklich um die, quasi den Alltag, aber dass man am Morgen sich nicht entscheiden muss, nehme ich jetzt das Lastenrad oder brauchst du es, sondern dass man quasi mit dem urbanen Rad unterwegs ist und auf dem Rückweg von der Arbeit immer noch ein Kasten Bier mit nach Hause bringen kann. Okay. Und ihr habt jetzt was Neues. Bislang hattet ihr immer einen Motor drin, ne? Genau, also das ist, wir bieten das Complete Bike als
mit Male X35 an und Pinion, aber auch als Bio-Fahrrad mit BSA-Getriebe. Und neu jetzt auf die Bespoke hin haben wir eigentlich Framesets im Angebot, dass man sich eigentlich auch seinen eigenen Cycle Truck oder Adventure Bike aufbauen kann. Ja, sehr cool. Und zu den Aufbauten, da wirst du uns jetzt nichts sagen. Nein, das ist der Juri, weiß da viel besser. Der hat geschraubt, der muss dir sagen, was er da verbaut hat. Alles klar, dann fragen wir ihn mal. Also Juri, wir haben jetzt hier ein Rad mit einer Kettenschaltung, Offroad-Reifen. Was kann man alles mit so einem Monopolrahmen machen? Genau. Wir haben ja unser Serienmodell, wie Dani schon erzählt hat. Und wir haben uns gedacht, dass den Rahmen, den kann man auch für mehr brauchen als nur als Stadtrad. Wir haben hier einen Cycle Truck, um zu zeigen, dass man auch Offroad ganz gut stylisch unterwegs sein kann mit unserem kompakten Lastenrad. Mit derselben Lenkung, DIN EN geprüft und zertifiziert. Wir haben hier einen BSA-Adapter. Da kann man eine Kurbel nach Wahl verbauen. Wir haben hier einen 1x9 Antrieb, geht auch mit 1x11 oder 1x12. Ah, stimmt, und 24 Zoll. Das heißt, da ist man auch nicht so eingeschränkt, was das Schaltwerk angeht. Man könnte auch noch ein längeres Schaltwerk dran bauen, ne? Genau, ja. Ja, aber hier schöne Komponenten hier von Ingrid mit dem Kettenblatt. Das sieht richtig, richtig nice aus. Ja. Hydraulische Scheibenbremsen sehe ich hier. Und 612, ja. Ja, oha, ja. Die Bremsen, das sind auch nochmal richtige Koffer hier. Und wen seht ihr da? Also wer soll sich so ein Rahmenset kaufen und aufbauen? Wenn man ein kompaktes Lastenrad sucht und aber ganz genaue Vorstellungen hat, wie das ausschauen sollte, dann ist das Frameset die ideale Basis, um sein Traumrad aufzubauen. Ja. Für das nächste Abenteuer oder einfach für den Alltag, wie wir es hier sehen. Ja. Und wie ist das, also farblich, seid ihr da eingeschränkt oder kann man sich irgendwie ein paar auswählen oder alles Mögliche? Wir haben 3 Standardfarben, die man ohne Aufpreis haben kann. Das ist Pistachio Green, Seawater Blue und Sunset Orange. Okay, das ist Seawater Blue hier, ne? Genau. Achso, alle 3 Farben sind auch Alle hier. 3 Stark, Farben. ja. Genau. Und die gibt es auch in 3 verschiedenen Größen, Small, Medium und Large. Ja. Genau, es ist nicht one size fits most, sondern man entscheidet sich dann für seine Rahmengröße, um halt die beste Geometrie dann am Ende zu haben. Ne? Genau. Das hier finde ich auch spannend. Also hier habt ihr eine GRX Schaltbremshebel mit der Pinion gekoppelt. Mit welchem System macht ihr das? Das ist eine Highlight Schaltbox, die wir hier verbaut haben. Das erlaubt uns mit Trennradhebeln die Linien anzusteuern. Ja. Genau. Ist da auch Smart Shift möglich? Smart Shift ist möglich, haben wir auf einem Bike. Genau. Ja. Ja, also auch da die komplette, alles was mit der Pinion geht. Und das Coole ist natürlich dadurch, dass es hier diese Adapterlösung gibt, entweder mit Pinion oder auch hier mit einem klassischen BSA-Tretlager zu fahren. Wenn ihr euch mal interessiert dafür, wie sich so ein Rad fährt, dann guckt mal auf dem Kanal von Russ von Paths Less Pedaled, weil der konnte das schon mal so ein bisschen bewegen. Das ist ganz spannend, das Video. Ja, und auch richtig schöner Aufbau hier, klassisch mit den silbernen Felgen, das gefällt mir ganz gut. Und was habt ihr noch so vor mit diesen Rädern? Also in welche Richtung soll es noch gehen? So an Aufbauten vorne? Das System mit dem Gepäckträger ist modular, sprich wir haben hier eine Schnittstelle, das ist offen für Weiterentwicklung. Wir haben diverse Ideen. Eine Idee ist eine Faltmöglichkeit, eine andere Idee ist noch ein größeres Rack. Da muss ich sagen, gibt es noch etwas Entwicklungspotenzial. Ja. Genau. Also das ist jetzt noch nicht zu Ende entwickelt. Das uns wird es nicht langweilig. Ja. Eine Frage noch, wie viel passt hier vorne drauf? Also von der Größe her kann man es ja ganz gut sehen da vorne. Wie viel Gewicht darf da drauf geladen werden? Die sind geprüft auf 30 Kilo. Okay. Ja, da sind wir wieder bei dem Aspekt, das ist kein Full-on-Lastenrad, sondern halt ein Utility-Bike, ein Fahrrad, das einfach mehr kann als ein normales Fahrrad. Ja, unser Rad, das kompakte Lastenrad Monopole No. 1 ist kurz genug, unter 2 Meter, damit man es in den Zug nehmen kann. Und
Ich möchte euch noch ein kleines Feature von unserem Rahmen zeigen. Wir haben da eine nice Numberplate mit Rahmennummer. Das dient zusätzlich als Abdeckung. Darunter verbirgt sich eine Öffnung, damit man besser Lichtkabel oder Elektrokabel durchziehen kann. Dasselbe auch hier hinten hat es einen Deckel für in den Rahmen rein. Dann kann man auch gut, wenn man ein Rücklicht hier hinten zum Beispiel verbaut, da das Kabel durchziehen, spart ein paar Nerven beim Aufbau. Genau, da ist normalerweise bei dem Elektromodell der Akku drin, ne? Genau. Hier haben wir den Mahle-Nabenmotor und den Akku schön im Unterrohr versteckt. Es war auch die Ambition, ein Elektrorad zu machen, dass man nicht gleich auf den ersten Blick sieht, dass es eins ist. Ja. Und ich sehe gerade auch hier Swiss Design, handcrafted in France, also auch europäische Rahmenproduktion. Genau, die Rahmen werden in Pyrenäen geschweißt von unseren 3 Schweißern. Ja, sehr cool. Sag mal, Erdmann, was macht ihr eigentlich für Räder? Tja, was machen wir für Räder? Also, genau, du bist ja hier bei Journeyman Cycles, abgekürzt JMC, wie man es gut lesen kann. Wir haben uns kann man sehr gut lesen. Kann man sehr gut lesen, sehr gut. Ja, was machen wir für Räder? Also, wir haben unseren Fokus eigentlich, der Hauptantrieb ist Custom-Made Cargo Bikes, also maßgeschneiderte Lastenräder, um aus dem Körper quasi oder aus dem Menschen, sage ich mal, eine optimale Sitzposition rauszuholen, um gerade beim Lastenrad wirklich gut mit dem Menschen zu arbeiten. Das ist ja interessant, weil gerade im Lastenradbereich gehen ja viele auf One Size Fits Most und muss irgendwie allen passen. Genau. Warum dann dieser Ansatz, dass ihr da speziell auch in der Geometrie da so drauf eingeht? Ich habe es einfach selbst bei mir erfahren. Ich habe mir irgendwann mein erstes Rad gebaut, was ich mir so nach meiner Körpergröße gebaut habe und habe einfach im Alltag erfahren, wie viel Spaß das macht, einfach ohne Schmerzen, ohne Zwicken, ohne Kompromisse ein schönes Lastenrad zu haben und damit unterwegs zu sein. Okay, und das ist dann dabei rausgekommen? Das ist dabei rausgekommen, genau. Also wir haben bisher ein kurzes und ein langes im Programm und das ist jetzt das kurze, was wir gerne zeigen möchten. Das ist ein Rad, was jetzt schon verkauft ist. Damit fährt eine Kundin in Leipzig im Alltag schon ihre Wege. Ja, cool. Also das ist ein Stahl, ne? Das ist ein Stahlrahmen, genau. Stahl. Steel is real. Steel is real. Große Ladefläche vorne. Was ich jetzt erstmal sehe, also das ist ja ein sehr klassisches Bäckerrad-Prinzip. Genau. Ne? Kettenschaltung, was ist alles so an Optionen möglich? Oder macht ihr dann auch das komplette Rad fertig oder baut ihr den Rahmen und dann können die Kundinnen und Kunden dann daraus selber was zaubern? Wir bieten quasi eine Grundausstattung an, also wir machen alles unter einem Dach bisher. Genau, es ist ein Komplettrad, was wir verkaufen. Und es ist aber so ein bisschen in der Entwicklung. Wir überlegen gerade so ein bisschen, wo es hingehen soll oder was wir anbieten können. Aber grundsätzlich können wir natürlich auf alle Wünsche eingehen, weil wir alles unter einem Dach haben. Genau. Und wie lang war der Weg jetzt von dem Start bis zu dem fertigen Produkt und jetzt auch zur Weiterentwicklung, kommen wir gleich noch zu? Also bei dem Modell ist es tatsächlich so, dass wir letztes Jahr zur Bespoke, die Bespoke zum Anlass genommen haben, quasi einfach nochmal ein kurzes Rad zu bauen. Da haben wir uns gerade kurz vorher kennengelernt, der Flo und ich, und haben einfach gesagt, ey, lass uns doch noch ein kurzes Fahrrad bauen. Und dann hatte ich irgendwie so die Idee, dass an ein kurzes Lastenrad an das Clunker-Vorbild quasi anzulehnen und einfach das Rohr von der Ladefläche einmal durchzuziehen oder das zweite Oberrohr vom Clunker quasi zu verlängern und da die Ladefläche draufzusetzen. Genau, Clunker, für alle, die es nicht kennen, was ist ein Clunker? Der Clunker, okay, genau. Das sind so ein bisschen die Mountainbike-Basics, sage ich mal. Die Verrückten, jetzt korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, es waren die 70er in Kalifornien, wo die Gary Fischer und Breezer da den Berg runtergesaust sind mit ihren Schwinnrädern. Und der Clunker war quasi das erste MTB, was so nach den Bedürfnissen der Menschen gebaut wurde, die gerne im Gelände unterwegs sind. Ja, genau. Also auch Stahlrahmen war das natürlich und die hatten alle
hier ein noch stärker ja gebogenes Oberrohr, ne? Und Korrekt, ja. Also kein klassischer Diamantrahmen, sondern halt Diamantrahmen Plus, wenn man so will, halt nochmal mit einer zusätzlichen Verstrebung, Genau. einfach für eine größere Stabilität. Ja, und das kennt man hier definitiv wieder. Die Stabilität ist zum einen Punkt, aber der viel wichtigere Punkt an diesem Hauptrohr ist, dass du, egal in welchem Beladungszustand du dieses Fahrrad hast, du hast quasi immer in der gleichen Höhe einen richtig guten Griff. Das ist ein 40er Rohr, das ist quasi ungefähr Geländerdicke, also du hast einfach einen sehr, sehr angenehmen Griff für deine Hand und es ist egal, du kannst einfach nach vorne oder nach hinten die Position verändern, du hast immer in der gleichen Höhe einen guten Griff, um es in den Keller zu tragen oder in die Bahn zu tragen. Stimmt. Auch ein guter Punkt, den man auch bei Lastenrädern nicht vergessen darf. Genau. Und in welche Richtung soll es weitergehen? Ich glaube, da bist du dann jetzt mal gefragt. Wo wir gerade über Versionen gesprochen haben, sieht man quasi hier mal bisher nur als CAD-Plot, wohin die Reise jetzt als nächstes noch hingehen soll. Das soll ein Reiserad werden, was trotzdem noch eine große Alltagstauglichkeit hat. Eine Frage, warum guckt er so ernst? Der hier? Ja. Ja, da fehlt die Nase noch. Ja. Da müssen wir noch mal ran. Irgendwas, Vielleicht den Winkel. Ja. Das könnte man machen. Entschuldigung, ich habe es völlig durcheinander gebracht. Also ist doch schon ein bisschen besser, oder? Ja, genau. Das ist ja sozusagen gerade in einer Entwicklungspipeline. Und wo du gerade schon zu Ausstattung vorhin was gefragt hast, sieht man hier schön mal ein Ausfahrende für eine Steckachse, 142 mm. Das wird es also auch geben in Zukunft. Dieses hier speziell wird mit der Rohloff aufgebaut, um quasi auch eine gewisse Bergtauglichkeit zu haben mit Beladung. Man sieht hier die Taschen angedeutet, also die Gabel wird quasi auch einen kleinen Lowrider bekommen. Dass man da Platz unter der Ladefläche. Genau, dass man den noch nutzt und quasi für leichtes Gepäck, sei es der Schlafsack oder die Isomatte, da quasi noch mehr Verstaumöglichkeiten hat. Was auf einer Fahrradreise oft so ein bisschen das Ding ist, wo packe ich jetzt gerade die Jacke hin, irgendwelche Einkäufe, die man vielleicht unterwegs noch einsammelt. Da hat man dann hier einfach eine schöne Möglichkeit, das auf diese Ladefläche zu verstauen, die fest am Rahmen ist und eben nicht mitlenkt. Dadurch hat man einfach ein schönes, agiles Reiserad. Ne? Ja, genau. Und dieses Rohr, das sieht jetzt interessant aus, das ist ist das doppelt konifiziert, heißt das so? Das ist doppelt konifiziert. In der Mitte geht das auf 0,4 mm Wandstärke runter. Ist also wirklich extrem leicht. Wir haben es hier mal mitgebracht, um auch mal zu zeigen, dass man theoretisch mit der Form noch was machen kann. Ja. Also, wenn du das mal anhebst. Oh ja, das ist wirklich überraschend leicht. Sagen fast gar nichts. Ja. Und genau. Also wir können auch quasi auf das Gewicht der Person eingehen, die das Fahrrad fahren wird. Wenn das jemand sehr kräftig Großes ist, würden wir natürlich einen anderen Rohrsatz verwenden als für jemand sehr Zierliches. Genauso gut, was man mit dem Fahrrad vorhat. Das haben wir auch quasi dann genau im Blick und gehen darauf ein. Ja, das ist sehr, sehr cool. Vielleicht noch ein Punkt, der mir einfällt, genau, wo wir bei der Version waren. Hier haben wir quasi klassisch diese Kombination 26, 20 Zoll vorne. Ja. Diese Reiserad-Variante wird mal eine ausgefallene Kombi von 24 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten. Okay. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das fahren wird. Also der Schwerpunkt vorne auf der Ladefläche kommt schon ein bisschen höher. Er kommt ein bisschen höher. Ist aber auch gar nicht dafür gedacht, um diese Ladefläche immer zu nutzen. Genau. Ja. Okay. Genau. Ja. Also man hat da trotzdem die Möglichkeit, auch eine breite Ladefläche draufzuschrauben. Ja. Wir haben dann einfach zwei Varianten. Genau, das ist hier die... Genau, so ein hervorragender Campingtisch dann. Ja, so. Sozusagen. Der Kaffeetisch für die Espresso-Tasse. Genau. Wir haben ein bisschen Gehirnschmalz investiert, um eine Ladefläche zu entwickeln, die einfach sehr diverse Lasten aufnehmen kann. Also zum einen hat man da den großen Vorteil, eine Euronorm-Kiste in Größe von einer Bierkiste quasi einfach reinzusetzen. Das kann man ganz gut anhand dieser Gemüsekiste jetzt sehen. Die sitzt einmal direkt drin in der Aussparung, hat dadurch schon eine gewisse Stabilität.
und kann dann mit dem Gummi, der immer die ganze Zeit dabei ist, sehr schnell fixiert werden. Was auch schön ist, ist, dass man dieses Gummiband über die Speedholes in der Ladefläche sehr schnell in der Länge verstellen kann, um auch sperrigere oder größere Lasten aufzunehmen. Ja. Zum Beispiel eine Reisetasche oder auch ein großes Paket, wenn man zur Post will. Genau, also vielseitig einsetzbar diese Ladefläche. Und man muss nicht irgendwo noch extra seine Spanngurte oder so in der Tasche haben, sondern hat immer mit dabei. den immer mit dabei. Ja. Ja, das ist eine gute Idee, das hier unten so ausgespart zu lassen. Spart ja natürlich auch einiges an Gewicht dann von der Platte. Mhm. Und das sitzt dann aber auf einem Metallrahmen da unten, ne? Ja, genau. Korrekt, genau. Ja, schön gemacht. Schöne Supernova. Leuchte hier vorne. Jawohl. Wäre dann hier der Prototyp für die Reiseradvariante, etwas schmaler, trotzdem in derselben Länge, dass man quasi auch die Euronorm-Kisten dort verspannen kann. Genau, aber eben nicht ganz so breit. Ja, auch ein schönes Teil, schön gemacht. Und mit knapp über einem Kilo auch nicht besonders schwer. Ne? Wie viel kann da vorne drauf geladen werden? Also wir sind damit 50 Kilo quasi testweise gefahren. Das war kein Problem. Wobei es natürlich schon ein bisschen schwammigeres Fahrgefühl dann war. Ja. Also wir haben 30 Kilo so als gute Empfehlung rausgegeben. Mehr geht auf jeden Fall drauf, aber es fährt es dann nicht mehr so richtig gut. Okay. Genau. Ja, aber 30 Kilo ist schon eine ganze Menge. Also vielen Dank, dass ihr uns das mal gezeigt habt, ein bisschen vorgestellt habt. Und ihr findet alle Informationen zu Journeyman bei Instagram. Bei Instagram oder ihr könnt uns auch einfach eine Mail schreiben, journeymancycles.de. Genau, da findet ihr alle Kontaktdaten, die ihr braucht und seid herzlich eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen. Sehr cool. Genau. Vielen Dank. Sehr gerne. Schöne Messe noch. Dankeschön. Tschüssi. Ciao. Das ist Christoph Kern. Ja, Christoph, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Achso, da ist dein Gesicht, ne? Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Auf der Eurobike haben wir uns ja kurz getroffen und da hattest du eine Gabel in deiner Hand. Jetzt hast du hier eine ganze Wand voll Gabeln. Ganz genau. Erzähl mal, also das ist ja wirklich die komplette Bandbreite, was man sich so an Größen wünschen kann, ne? Genau. Ja, fangen wir vielleicht hier ganz vorne an. Hier sieht man unsere Globica, eine Federgabel für Reiseräder. Ja. Bei der die Idee ist, dass man Gepäck an der Federgabel auf der gefederten Seite befestigen kann. Ah, okay, ja. Und damit die Federungsperformance auch bei Gepäck am Fahrrad entsprechend gut bleibt und nicht beeinflusst wird. Ja, und bei normalen Gabeln rüttelt das ganze Zeug ja wie nichts Gutes hin und her und hier ist das mitgefedert. Das ist ziemlich cool, ja. Da haben wir auch Halter im Programm, damit man auch einen richtigen Gepäckträger befestigen kann. Ja. Die gibt es aber, kann man bei uns im Shop nachschauen, wenn man möchte. Da gibt es auch Bilder von entsprechenden Gepäckträgern. Also die gibt es schon ein bisschen länger? Die gibt es genauso wie die anderen auch seit Juni. Ach so, ja, ganz frisch. Aber weißt du, was das Tolle ist? Ich habe demnächst ein Rad mit deiner Gabel. Ich glaube, ich weiß schon welches. Dann habe ich auf die Basis dieser Gabel, aus der haben wir dann auch eine Mountainbike-Gabel erzeugt. Ja. Unsere Mountica. Die hat 120 oder 150 mm Federweg. Ja. Gibt es auch für unterschiedliche Achsstandards. Kommt immer mit hydraulischer Dämpfung, fester Druckstufe und einstellbarer Zugstufe. Und immer upside down, ne? Und also immer das ist ja upside eure down. USP. Und das ist letzten Endes unsere... Genau, sag doch mal, warum upside down? Upside down hat verschiedene Vorteile. Zum einen ist die Bremssteifigkeit höher, da der massive Teil der Gabel an der Stelle ist, an der das höchste Bremsmoment auftritt. Hier sind die größten Biegemomente und hier haben wir am meisten Material. Bei Right-Side-Up-Gabeln ist das genau andersrum. Da sind die Rohre oben am dünnsten und unten sind sie dick. Ja, man würde ja vermuten, dass die größte Kraft beim Bremsen genau hier irgendwo ist. Ja, hier wird die Kraft eingeleitet, aber das höchste Moment tritt natürlich hier auf. Ja, ja, stimmt, wegen des Hebels. Ja. Und ein weiterer Vorteil von Upside Down ist natürlich die
Zuverlässigkeit und die Wartungsarmut, weil kein Schmutz auf die Dichtung läuft, sondern immer Schmutz von der Dichtung wegläuft. Ja. Das heißt, es kann kein Schmutz in die Gabel eindringen. Das macht es sehr langlebig und sehr wartungsarm. Ja. Und ihr habt jetzt auch die Cargo-Car in verschiedenen Größen. Wir haben auf der Eurobike habe ich die dabei gehabt für 20 Zoll Räder. Ja, ist die lose oder ist die? Nee, die kann man hier. Die ist lose. Ja, genau. Ah, was für ein Gerät. Genau. In 20 Zoll, also klassisches Long John In 20 Zoll für Long John. Compact Bikes. Genau. Alles Mögliche, ne? Für Longtails, Long John. Ja, ziemlich schönes Produkt auch, muss Ja. ich sagen. Ne? Gibt es mit unterschiedlichen Dämpfungen, gibt es mit fester Dämpfung, nichts verstellbar, immer mit Luftfeder und gibt es aber auch mit einstellbarer Zugstufendämpfung und fester Druckstufendämpfung als Öldämpfungsversion. Ja. Und dann haben wir das gleiche auch hier mit speziellem Bullet-Schaftrohr. Ah. Damit man Ein Bullet mit einer Federung? Den serienmäßigen Bullet das Steuerlagerkonzept weiter benutzen kann. Sakrileg, würden einige sagen. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ja, genau. Ja. Und dann hier die niedliche 16 Zoll. Und dann haben wir das Ganze nochmal für 16 Zoll für die Kompakt Long Johns, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ne? Ja, für die ganz kleinen, genau. Ja. So Muli Unit, die haben alle 16 Zoll. Ja. Stimmt, Super Cycles auch. Die ist schon echt niedlich. Wie viel Federweg haben wir hier? Die hat 50 aber trotzdem 50 Millimeter, ne? Ja. Bei so einer kleinen Gabel. Also das ist schon deutlich mehr als viele andere können. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie diese Gabel sich bei mir schlagen wird im Test. Und auf jeden Fall richtig gut, dass es da jetzt Bewegung im Markt gibt und dass so ein bisschen was aufgemischt wird. Ne? Alles klar. Vielen Dank, dass du uns das mal gezeigt hast. Danke, dass du da warst. Und eine gute Messe. Ja, danke auch. Und dann weißt du, worauf ich am meisten neidisch bin bei euch? Ja, erzähl mal. Auf euren Spruch. Mit 100 Sachen durch die Stadt. Der ist cool, ne? Ja. Das ist, der hätte ich gerne erfunden. Bist du gerne? Ja. Also ja, finden wir auch geil und so, das passt halt auch einfach. Ne? Also, Das passt wirklich sehr gut. Ja. Was haben wir hier für ein Bike? Das Schof und Jensen aus Flensburg. Genau, das ist der Double Decker. Ja. Schon auch mal bei dir gewesen. Ja, aber bei mir war es nicht. Ich war auf der Eurobike und da haben wir ein Video drüber gemacht. Aber das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her. Hat sich ein bisschen was getan, oder, in der Zeit? Auf jeden Fall. Also wir haben gerade kürzlich noch mal ein bisschen was an der Rahmengeometrie verändert. Wie man hier erkennt, haben wir, also für die, die das Fahrrad kennen, ging früher das Unterrohr waagerecht weiter an die Antriebsaufnahme. Ah, stimmt. Haben wir ein bisschen was gedreht. Jetzt hängt der Motor im Rahmen und das gab uns einfach noch mal die Möglichkeit, einen anderen Sitzwinkel zu kreieren. Das heißt, wir haben hier zwischen Steuerrohr und Sitzrohr keine Parallelität mehr. Das macht das Fahrradfahren für größere Menschen und kleinere Menschen auf jeden Fall chilliger und angenehmer. Also sozusagen wächst das Oberrohr oder schrumpft das Oberrohr, je nachdem. Ja, spannend. Die Sattelposition sich verändert. Ja, und gibt uns einfach auch nochmal die Möglichkeit, langfristig über einen tiefen Einstieg nachzudenken. Ja, stimmt. Genau, und da sind wir so ein bisschen am Überlegen. Am Tüfteln gerade noch. Ja. Genau. Was sich auch so ein bisschen geändert hat, also jetzt zumindest optisch, ist so ein bisschen das Finish auf den Ladeflächen. Die waren ja vorher immer rot. Genau, jetzt Silber tatsächlich. Ja. Jetzt hier mal tatsächlich für einen Prototypen mal eloxiert, was natürlich auch ziemlich geil kommt. Also so wie man hier oben aussieht. Ja. Oder die Ausfallenden hier in schwarz eloxiert. Genau. Einfach nochmal ein Unterschied, ein deutlicher Unterschied. Ja, und von der Grundfunktionalität, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, hier unten eine klappbare Ladefläche mit 60 mal 40 Zentimetern, also richtig groß. Und hier oben eine Schnellwechselmöglichkeit. Hier mit Schnellspannern lassen sich verschiedene Ladeflächenmöglichkeiten draufbauen. Hier ist ein Fenster für einen alten Thule-Sitz. Den gibt es ja so nicht mehr, aber hier an der Seite lässt er sich immer noch klemmen, ne? Genau, für den neuen Thule-Sitz, der dann von der Seite greift. Ich zeig's mal kurz.
Ja, das macht so gesichert wird. super viel Spaß, so zu fahren. Oder halt für die Leute, die dann doch lieber einen Kofferraum dabei haben, die abschließbare Alukiste. Genau, einrasten, Schnellspanner ranziehen. Genau. Und schon ist da eine Box vorne drauf. Also ziemlich coole Möglichkeit, auch mal irgendwie irgendwelche Systeme schnell zu wechseln, auch für den gewerblichen Einsatz zum Beispiel. Aber hier oben sehen wir mal den Rohrahmen. Und das Besondere ist ja auch, dass ihr auch nach wie vor in Flensburg fertigt, ne? Ist richtig, genau. Also jeder Rahmen ist handgeschweißt von Nils. Ja. Das Ganze passiert in Flensburg. Genau, somit können wir einfach gute Qualität sicherstellen und haben es halt selbst in der Hand und sind nicht angewiesen auf irgendwie äußere Faktoren. Ja. Wie du den Rahmen hier oben siehst oder die Antriebsaufnahme, haben wir hier ein Tretlagergehäuse implementiert. Und unten an dem aufgebauten Rahmen sieht man den Bosch Cargoline Motor. Ja. Genau. Und da ist nach wie vor auch eine Pinion möglich. Ah, okay. Also das ist groß genug auch für verschiedene Möglichkeiten. Okay, ja. Vorher stand das, glaube ich, so im Rahmen, ne? Okay, ja. An manche Dinge kann ich mich dann halt doch erinnern. Auf jeden Fall hier sehr schön verarbeiteter Rahmen, schönes Finish. Hier ist dann der Platz für die Batterie bzw. den Akku hier in dem einem der Unterrohre. Und ja, sehr, sehr cooles Bike. Vielen Dank, dass du uns das mal gezeigt hast. Ja, gerne, Thomas. Ich bin jetzt hier bei Paul und Paul hat sein Herzensprojekt, wenn man das so sagen kann, in Metall gegossen. Naja, guckt es euch selber an. Das, was ich gerade gesagt habe, war natürlich völliger Quatsch. Gegossen ist da nichts. Genau, oder? Ja. Aber Metall geht in die richtige Richtung. Also es ist ein Stahlrahmen, den habe ich selber gelötet. Wir haben eine Gemeinschaftswerkstatt in Berlin-Lichtenberg. Und wie ich darauf so gekommen bin, ich arbeite schon seit 4-5 Jahren in der Fahrradbranche als Produktdesigner. Deswegen habe ich da so ein bisschen den Hintergrund. Und habe vor 1,5 Jahren in Potsdam einen Lötkurs gemacht bei Big Forest Frames. Ah ja, die sind ja auch hier am Start. Genau, die sind auch hier am Start. Also Grüße an Robert, super Lehrer. Wenn jemand da einen Kurs machen will, kann ich sehr empfehlen. Das war echt auf jeden Fall sehr gewinnbringend und lehrreich für mich. Und dann habe ich mich auch so gut vorbereitet gefühlt, dann so ein bisschen größeres, komplexeres Projekt danach noch umzusetzen. Also man sieht zum Beispiel hier, das ist mit einem Pinion Smart Shift 12-Gang-Getriebe. Ah ja, krass. Das ist halt ein bisschen schwierig, halt die Leere dann sozusagen, beziehungsweise die Brücke hier zu verlöten, weil du halt höhere Wandstärken hast. Genau, das ganze Rad hat einen Gates-Antrieb, was auch ziemlich cool ist. Ich habe das hier realisiert mit einer Umlenkrolle. Das hat den Vorteil, dass du kein Rahmenschloss brauchst, um den Riemen durchzuführen. Sonst müsstest du, wenn du die Umlenkrolle hier nicht hast, müsstest du hier unten lang gehen und wegen den Querstreben hättest du dann 1, 2, 3 Rahmenschlösser im Rahmen und so brauchst du halt gar keinen. Also das ist eine technische Lösung, die da ganz clever ist. Habe ich aber auch nicht erfunden, habe ich auch irgendwo anders geklaut. Das sind ganz viele Hersteller, die das auch so machen. Du hast das nicht geklaut, du hast dich inspirieren lassen. Inspirieren lassen, genau. Danke fürs Wording. Genau, und ansonsten sehe ich das so als Alltagsfahrrad. Ja. Für Leute, die halt ihren Alltag bewältigen wollen. Also hier kommt zum Beispiel noch eine Tasche rein, die eine Freundin näht. Die wird verschraubt, so dass praktisch keine Straps sichtbar sind. Ja. Und hier kommt dann auch noch auf den Flaschenhalter mit 64 mm Lochabstand ein Akkuhalter. Hier sieht man das Kabel. Der Akku ist für das Smart Shift und das ist dann praktisch auch integriert und versteckt. Und hier oben kommt auch noch eine kleine Top-Tube-Bag rein. Vielleicht können wir jetzt einfach mal einen kleinen Screenshot vom Design noch einblenden, dass ihr das fertige Bike sozusagen seht. Ja, mache ich so wie Maximiliano, blende ich euch ein. Genau, hier oben sehen wir die Smart Shift Hebel und du hast ja auch einige spannende Produkte. Also die Cargoka habe ich euch eben schon in dem Videoteil vorgestellt. Das ist natürlich auch cool, die jetzt so in einem Bike verbaut zu sehen. Genau, die hat 60 mm Federweg, glaube ich. Könnte ungefähr so stimmen.
Und, aber es steht dem Rad auf jeden Fall sehr gut. Finde ich auch. Das gibt dem Ganzen auch mit dem Volumen sozusagen, mit den Proportionen ein gutes Gefühl, weil man ja auch mit der Pinionbox und dem Unterrohr habe ich halt ein relativ Unterrohr mit einem großen Durchmesser mit 42 mm gewählt, damit das Rad eine gute Torsionssteifigkeit halt auch kriegt. Hier auch nochmal mit einem Gusset verstärkt und hier ist nochmal ein Rohr, was dem ganzen Rad halt nochmal mehr Stabilität gibt. Ja. Weil je länger so ein Rad wird, du kennst es ja auch, wenn du die Räder fährst, dann flexen die ganz schön sozusagen. Und um das so ein bisschen abzustützen. Gleichzeitig aber finde ich auch, was mein Hintergedanke vom Design her war, so diese durchgehende Linie vom Oberrohr hinten zu den Sitzstreben. Das gefällt mir halt sehr gut, weil das dem Ganzen Klarheit und Ruhe gibt. Und gleichzeitig habe ich aber hier versucht, eine möglichst niedrige Überstandshöhe zu kriegen, was bei den Rädern auch wichtig ist. Ja, das stimmt. Dass es halt auch verschiedenste Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen gut fahren können und da halt rüber können. Ja. Weil man ja sonst hinten mit dem Fuß rüberschwingen kann, was aber schwierig ist, wenn du vielleicht einen Kindersitz oder so hast. Oder ein Baguette. Ja, genau. Gut, über das Baguette würde ich schon rüber schwingen können. Da kommst du gerade so rüber. Den Gepäckträger hast du auch komplett selber gebaut hier? Genau, den habe ich auch gelötet. Ich habe die Rohre hier gebogen. Ja. Das war ziemlich schwierig, weil das halt hier 4 Biegungen sind und die alle in einer Linie zu kriegen. Aber man sieht hier zum Beispiel auch kleiner Trick, da ist es getrennt. Und dann kannst du die einzeln biegen und fügst dann nur zusammen. Ja, genau. Also da wurde ganz schön getrickst bei dem Ding, weil das ist der erste Gepäckträger, den ich je gebaut habe. Und ja, wie gesagt, das zweite Rad. Und, also das Hut ab, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Danke. Hier vorne dann Gepäckträgermontage oder einfach nur Flaschenhalter weitere? Nee, genau, Gepäckträgermontage. Hier kommt noch ein kleiner Fronti ran, wo dann auch noch eine kleine Tasche raufkommt. Und oder vielleicht auch als modulares System, wer halt eine größere Ladefläche haben möchte oder ähnliches. Ja. Gibt es dann verschiedene Optionen. Ja, und vielleicht würde ich das Rad ganz gerne, wenn jetzt so die Resonanz hier auch gut ist auf der Messe, in einer kleinen Serie auch gerne mal in Deutschland fertigen lassen wollen. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, denn ich habe das Rad vor einem Tag fertiggestellt. War vorgestern noch bis 6 Uhr morgens in der Werkstatt mit 2 Freunden. Ja, alles klar. Vielen Dank in dem Sinne nochmal an Markus und Basti, die da mit mir bis morgens standen und das aufgeräumt haben. Ja. Genau, ja. Ja, ziemlich cool. Also du hast ja auch, glaube ich, eine ziemlich gute Position auf der Messe. Da vorne ist die Treppe hoch, da stehen die Leute für einen Kaffee an und du stehst hier. Also ja, sieht ziemlich cool aus. Viel Erfolg auf jeden Fall. Jetzt auch bei den nächsten beiden Tagen auf der Messe. Danke dir. Habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Und wir gehen mal weiter. Ja, cool. Schönen Tag. Ich habe das einzige Kinderrad der Bespoke 2024 entdeckt. Und das ist auch noch was ganz Besonderes. Und Gabor hier, der steht uns mal ein bisschen Rede und Antwort. Sag mal, wie kommt ihr auf die Idee, ein Kinderrad jetzt irgendwie neu zu entwickeln und warum aus diesem Material? Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Die Idee ist vor 2, 3 Jahren geboren. Nämlich als wir selber für unsere Kinder, also meinen Kindern und meinen Töchtern und Tobias Kindern nach Kinderfahrrädern gesucht haben. Ja. Und wir haben einfach geschaut, es gibt nichts Wirkliches. Also es gibt entweder hochpreisig oder mega schwer. Und wir dachten, boah, das geht irgendwie besser. Und so kamen wir auf die Idee, einfach ein wirklich kindgerechtes, also natürlich möglichst leichtes, das ist ja der Key-Factor, Kinderrad zu entwickeln. Und auch das gibt es schon auf dem Markt, aber es gibt eben einfach noch keins, was mit dem CO2-neutralen Rahmen besteht. Und was liegt da näher? Bambus ist ja tatsächlich auch ein Trendwerkstoff aktuell. Und auch Bambusfahrräder gibt es schon. Ja. Aber es gibt eben nur Bambusfahrräder mit diesem, die Verbindungselemente aus diesen Epoxidharz getränkten Fasern darstellen. Und damit schmeißt du dir die ganze CO2, also das ist einfach Greenwashing. Und was ist das jetzt hier für ein Material? Das ist tatsächlich recyceltes Plastik. Okay. Was dann mit Spritzgussverfahren aus Ocean Plastic war die ursprüngliche Idee. Ja. Mittlerweile gibt es ja mehr recyceltes Plastik als nur aus Ocean. Und genau, das wird also
ist aus recyceltem Kunststoff mit organischen Fasern durchdrängt, was dann mit Spritzgussverfahren hergestellt wird und also eine unglaubliche Stabilität auch bietet. Und nicht nur Stabilität, sondern auch wirklich eine optische Vielfalt ermöglicht, die man wahrscheinlich mit Aluminium oder mit auch epoxidgetränkten Harzfasern gar nicht hinbekommt. Genau, hier sieht man das so ein bisschen, ne? Wir haben uns mal so ein paar Beispiele überlegt. Da geht auch alles, auch schwarz, weiß. Falls man das bei einem Kinderrad haben will. Falls man das haben will. Ne? Meine Mädchen werden wahrscheinlich eher auf den rosa Faktor gehen. Ja, obwohl man das ja, also ich weiß nicht, ich habe auch 2 Mädchen. Ja. Wir haben das nie forciert. Wir auch nicht. Aber irre, oder? Und trotzdem. Ja. Geht mir genauso. Mann. Irre. Genau. Aber auch, ich finde tatsächlich persönlich, auch das ist auch ein Gelb, also die Farben passen halt auch, geben halt zu dem natürlichen Werkstoff einfach einen, weil das ja quasi, das stimmt, ist dann zwar lackiert, klar, ne? Aber ein super Kontrast. Und genau, deswegen sind wir jetzt im Prototypenstadium. Also wir haben 2 Jahre lang wirklich mit viel Liebe und Zeit, das so ganz als klassisches Start-up da in der Garage, also im Gartenhaus war es entwickelt. Ja. Das ist der zweite Typ. Der erste war noch ein Freischwinger. Das hat aber dann technisch nicht funktioniert, weil das war mir von Anfang an wichtig. Erstens, es muss jede normal verdienende Familie auch sich leisten können. Ja. Und der zweite Aspekt war, es muss natürlich sicher sein. Also deswegen habe ich auch die erste Testfahrt war mit meiner Tochter. Erst mit Helm, dann ohne Helm. Und auch wenn es noch ein Prototyp ist, selbst das hat schon funktioniert. Ja. Aber um den Prototyp quasi auch massentauglich zu machen, sind wir quasi jetzt nicht nur auf unserer Webseite, sondern letztlich auch auf Kickstarter. Genau, könnt ihr jetzt mal einen Screenshot machen oder mit eurem Handy scannen, wie auch immer ihr das immer macht so. Aber genau, Kickstarter ist jetzt gestartet gerade? Seit 4 Tagen, genau. Okay. Passend zur Messe natürlich. Ja. Und genau, also wir haben, glaube ich, neben den üblichen Merch-Geschichten natürlich auch Bike-Pakete. Ja. Und genau, also mit dem Merch, also mit dem Crowdfunding-Budget wird dann quasi eigentlich eine Massenfertigung oder eine Serienproduktion angestrebt. Genau, witzige Idee hier mit dem Logo. Und was mir auch besonders gut gefällt. Ich finde, das ist mega. Ein Slogan, wie er besser nicht geht. Keep away from Pandas. Ja, sehr schön. Und was mir auch technisch auffällt, ist, dass hier eins der wenigen Bambusräder ist, wo auch die Gabel aus Bambus ist. Genau. Und da wird ja häufig dann eine Alugabel genommen oder eine Carbongabel. Hier auch die Gabel aus Bambus. Dann haben wir stabile und moderne Steckachsen, das heißt also auch ganz normale und hochwertige Mountainbike-Narben können genommen werden. Hier haben wir jetzt mechanische Scheibenbremsen und eine Shimano Diore mit einem kurzen Käfig, damit eben auch bei dem 20 Zoll Rad das Ganze nicht auf den Boden schrabbelt. Und das sieht schon ziemlich gut aus hier. Schönes Mountainbike. Das vielleicht noch, das ist das große Modell, das 20 Zoll. Da haben wir auch erstmal aufgehört mit der Entwicklung. Es gibt noch einen 14 und 16 Zoll, also quasi für Kinder ab 3. Ja. Das ist auch die Erfahrung, die ich mit meinen Mädchen gemacht habe. Und es ist konzipiert, draufsetzen. Also jedes Kind, was ein bisschen Laufrad fahren kann, setzt sich drauf und fährt nach 10 Minuten, ohne Schutzräder natürlich, los. So. Sag das mal meiner Tochter. Anyway, also ein Laufrad von euch ist erstmal jetzt nicht geplant, sondern erstmal nur Fahrräder. Wir haben uns erstmal auf die 14, 16, 20 Zoll, also das 20 Zoll ist dann mit Schaltung, deswegen auch ein bisschen schwerer. Wir haben es jetzt so mit 7,2 Kilo taxiert und haben halt wirklich darauf geachtet, weil das Kind soll es schön finden, klar, aber vor allen Dingen diese Freiheit genießen, draufzusetzen und das, dieser Stolz, ne, der da entsteht, genau. Das habe ich bei meinen Kindern gesehen, unglaublich und das ist toll. Aber wenn das bei den Rädern so gut funktioniert, dann solltet ihr uns vielleicht mal ein 16 Zoll Modell zuschicken. Ja. Und dann testen wir das mal im Radelbande Family Fahrradtest oder so. Gerne. Vielen Dank, dass du uns das mal gezeigt hast. Super. Das einzige und schönste Kinderrad auf der Bespoke 2024. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf der Messe und ganz viel Erfolg mit der Kickstarter-Kampagne. Ja. Und wir laufen jetzt mal weiter. Danke dir. Ich bin jetzt hier bei Veloheld mit Carsten zusammen.
Hallo. Hallo. Und ihr seid ja schon seit einigen Jahren ziemlich bekannt für ziemlich coole Räder und jetzt auch eine lokale Rahmenbauproduktion tatsächlich. Danke, ne? genau. Welches Rad wird denn in Deutschland der Rahmen gefertigt? Also alle Räder. Alle mittlerweile? Alle Räder werden, die wir hier zeigen, werden in Deutschland gefertigt. Also wir haben einen kleinen Teil, die Räder, die vom Volumen her nicht so große Stückzahlen sind, die werden in Leipzig gefertigt. Größere Mengen fertigen wir immer noch in Taiwan oder in China. Aber hier die Räder, die ihr sehen könnt, ist alles in Leipzig gefertigt. Ach, cool. Genau. Ja, mega. Genau. Also zum Beispiel hier schöne Rennräder in einer wunderschönen Farbe. Dann noch hier Gravel-Bikes mit Pinion. Genau, Pinion Smart Shift System. Genau. Aber da haben bestimmt schon andere was drüber gemacht, oder? Da waren schon andere hier. Die haben das gefilmt, noch nicht. Ja, dann muss ich den mal her schicken. Aber uns interessiert ein anderes Rad. Und zwar dieses hier. Und alle, die dem Kanal schon ein bisschen länger folgen oder die so ein bisschen in dem Lastenradbereich aktiv sind, die werden das ein bisschen erkennen. Was ist die Geschichte hinter eurem Veloheld Lastenrad? Ja, also wer es sieht, erkennt es. Das ist eigentlich ein Bastian-Rad. Man kann es auch nach hinten lesen. Wir haben mit Sven von Bastian vor ein paar Jahren, oder andersrum, Sven ist auf uns drauf zugekommen und hat gesagt, Veloheld fehlt noch ein Lastenrad. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen und haben uns in sein Rad verliebt. Also es ist ja wirklich ein cooles Ding. Du musst mal von vorne filmen, dann sieht man auch warum. Also das Rad hat eine Achsschenkellenkung. Etwas kompliziert in der Fertigung, aber wenn das Ding fährt, das ist einfach unglaublich, wie das aussieht. Und es hat auch noch technisch sinnvolle Nutzen. Also alle Kraft, die von vorne in das Rad eingeleitet wird, geht direkt auf den Rahmen und wird nicht über eine Gabel abgeleitet. Ja. Und man kann halt relativ flach hier die Ladefläche auch gestalten. Genau, also auch die Ladeflächenkonstruktion sieht super spannend aus, ziemlich abgespaced. Genau. Und bietet auch gleichzeitig sehr viel Platz hier auch zum Beispiel für Süßigkeiten. Vielen Dank. Oder einen leckeren, gesunden Kürbis hier. Ja, Kürbis, ja, komm. Genau. Und wir haben uns mit Sven geeinigt. Also im Prinzip bauen wir das Rad jetzt, ich sag mal, eine Art Lizenzmodell haben wir da uns geeinigt. Wir haben jetzt es leider noch nicht geschafft, das Rad auf die Straße zu bekommen, weil wir relativ viel noch verändert haben. Also wir haben neue Ausfallenden gestaltet. Wir haben eine andere Spannmöglichkeit für das Innenlager gefunden. Wir fertigen, wie gesagt, den Rahmen komplett in-house. Und da gab es sehr, sehr viele Baustellen. Und das Lastenrad ist leider nur ein Projekt von vielen anderen Projekten. Ja. Und wir als kleine Firma, das war halt leider viel Arbeit. Jetzt sind wir guter Dinge. Also dieses Rad wird noch dieses Jahr wird es präsentiert auf der Website. Bei den Händlern werden wir das zeigen. Und dann ist es als, ich sag mal, Biobike, aber auch als Rad mit einem Motor verfügbar. Da werden wir mit einer sächsischen Firma zusammenarbeiten. Pendix heißt die. Ah, ja. Und da gibt es bei dem Rad einen Nabenmotor, den wir hinten integrieren. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt. Und dann machen wir mal weiter mit der Entwicklung. Also es ist wirklich ein interessantes Projekt, was auch, denke ich mal, nie zu Ende sein wird. Also ja, super spannend. Also man sieht ja auch hier so ein bisschen eure Liebe zu Farben und auch das sieht zum Beispiel mega cool aus. Ja, das ist so ein Vorteil von uns. Also das Fahrrad gibt es in der Serienfarbe, aber wir sind dafür bekannt, dass wir jegliche Farben realisieren können. Wir haben einen Pulverbeschichter, wir haben einen Pulverbeschichtungsfarbenhersteller, der kann ca. 7000 Farben. Also da kann man wirklich eskalieren oder verzweifeln. Und ja, alles ist möglich. Ja. Genau. Ja, echt cool. Also wie heißt das denn eigentlich jetzt im Endeffekt? Wir lassen die Hommage an Sven, wir nennen das Veloheld Passion. Okay. Genau, also das ist schön. Wir freuen uns ja, dass er so viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat und wir haben ein gutes Verhältnis und er berät uns noch. Bei Fragen wenden wir uns an ihn und das ist ein gutes Miteinander und wie gesagt, jetzt muss es mal endlich auf die Straße kommen. Ja, da sind wir kurz davor und dann geht das los. Ja, sehr cool. Also das Veloheld Bastian hier auf der Bespoke, das erste Mal jetzt in echt zu sehen tatsächlich? Wir hatten es eigentlich letztes Jahr schon mit und wir waren guter Dinge, dass wir es danach präsentieren konnten, aber es waren wirklich noch so viele Baustellen. Okay. Und uns war es wichtig, dass wir wenn wir das Rad präsentieren, auch eine Variante mit Motor anbieten können. Weil wir wissen, dass viele danach fragen und es wäre schade gewesen, wenn wir gesagt hätten, nein, es gibt es nur mit Pedalkraft oder mit Fußkraft.
Deshalb haben wir jetzt ein Konzept, was wir demnächst präsentieren können. Ja, Genau. sehr cool. Also wir freuen uns drauf, wenn ihr wissen wollt, in welchen Konfigurationsmöglichkeiten es das gibt, dann geht mal auf die Veloheld-Website, folgt ihnen bei Instagram etc., weil da gibt es natürlich demnächst alle Infos. Und vielen Dank, dass du uns da noch durchgeführt hast. Danke für euren Besuch. Und wir laufen jetzt mal weiter. Hier ist jetzt auch noch einmal das grüne Sail, nochmal mit einer etwas anderen Ausstattung. Und ganz besonders hier natürlich die Rohloff-Narbe, schön poliert hier hinten mit Schutzblechen. So sieht es dann mit Schutzblechen aus und mit einer Starrgabel. Also auch einige Möglichkeiten, die hier geboten werden. Und dadurch, dass das auch wiederum halt alles in Deutschland hergestellt wird, sind natürlich die Möglichkeiten vielfältig. Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn man so will, nicht? Ein Radhersteller, den ich tatsächlich vor 4 Jahren auf der Kollektiv der letzten Messe vor Corona das erste Mal getroffen habe, war Officine Recycle. Und Marco ist der Gründer und baut diese Räder auch. Und ich werde jetzt auf Englisch weitersprechen, denn Marco ist Italiener. So we'll speak English, not Italian. Okay, yes. I can't speak Italian. That's perfect. So you have 2 bikes on your booth at the Bespoke. So what are your bikes about? First, we're starting with only cargo bike 8 years ago. Yeah. And now in the last years, we have produced more than Long John and other kind of cargo bike like front loader on long tail. Yeah. And in the last 2 years, we also starting with the standard bike, always custom size, custom geometry. In this case, we bring a electric mountain bike. We can make every kind of bikes. We design and make everything in our workshop in Modena, in the north of Italy. Yeah. Everything made of steel. We can make also stem, kickstand or rack. And so our philosophy is trying to keep the chain supplier as short as possible. Yeah. And most of our supplier is closer to our workshop. Yeah. In this case, in this way, we can keep the production checked, and we don't want to take components. Of course, excluded the group set. Yes. Not far from us. Yeah. And the biggest difference from a standard cargo bike is the size. Most of them is a one-size frame, and it's quite strange to think about it because for people tall like us, you're quite tall as well, right? You know that the problem of cycling on a smaller size. Yeah. And the steel frame reduce all the vibration and is very flexible, and this is a good feeling to ride. Yeah. We can make a standard top tube, a mixed frame, a low tube, and so this is kind of a reverse mixture, right? Yeah, with the two tubes. The choice is made from thinking about distribute all the load in all the frame, and there is no welding, and there is only one tube that going from the bottom bracket to the front side. We also sell the front kit, and the people that have skills to welding can make the cargo bike in this garage, recycling an old frame on the back. Okay, yeah. And we sell a lot of that. There is a lot of people that like to try to make something, and it's really crazy what the people do with the kit. Yeah. Starting from a chopper, like a mega custom bike, a tiny small cargo bike, or we also made a tall cargo bike using the kit, and we like to share it just for seeing what the people can do, and offer also a cheaper offer than a complete frame. Yeah. If you have the skill set, of course. If you have the skills, of course. And you can find
all the projects or many of the projects on your Instagram, I think. Yeah, for sure. Also on the website. Yeah. There is also on YouTube a tutorial for using a do-it-yourself kit. All right, perfect. Yeah. With all the process, all the steps, and some trick also for building a easy jig. Yeah. Maybe by wood, as you have just to make one bike, you don't need to build a complete fixture. Yeah, sounds awesome, and these bikes look really, really good, and you have some very loyal customers, and some they are very, very happy with these bikes. I spoke to a couple of them. So super. Yeah, it's really good to see you here after over 4 years again. Yeah. And one thing that's really standing out are these T-shirts again. And you know, we got 2 of those in 2020, and they're still holding up strong. Super. We print it with the screen printing technology. So even in your merch, it's high quality. Yeah. Perfekt. Thank you, Marco. You're welcome. Bye. Wir sind jetzt hier bei Drust und das ist Konstantin und der hat diese 3 Räder hier gebaut. Das da und das da. Und die sind alle 3 sehr spannend, aber welches findest du selber am spannendsten? Oh, welches ich selber am spannendsten finde? Schwierige Frage. Am liebsten fahren tue ich dieses Rad tatsächlich. Ja? Also dieses und das Lastenrad sind meine persönlichen Räder. Okay. Ich habe so ein bisschen den Low-Effort-Messestand gemacht und einfach meine eigenen Räder mitgebracht dieses Jahr. Ich glaube, ich fahre es am liebsten, weil ich mich darauf einfach nur gut fühle. Ich würde nicht sagen, dass es das am besten fahrende Fahrrad ist, was ich je gebaut habe. Okay. Aber es macht mir gute Laune. So, und das ist einfach viel wert. Dann fangen wir doch mal kurz damit an. Was ist das für ein Bike? Warum hast du das gebaut? Gebaut habe ich das, um zu commuten in der Stadt. Die Idee war auch, ein Fahrrad zu machen, was man relativ einfach transportieren kann. Deswegen ist der Hinterbau einfaltbar. Also es ist eher, ich nenne diese Konzepte eher kollabierbar als faltbar, weil faltbar ist ein Brompton und das hier ist mehr Aufwand. Der Prozess ist ein bisschen langsam und schmerzhaft. So. Aber wenn man sagt, ich packe das jetzt ein, um 5 Stunden Zug zu fahren, dann lohnt sich's. Ja, wenn man das irgendwie falten will, um danach in den Fahrradladen zu gehen, lohnt sich das einfach nicht. Ja, okay. Das heißt, in dem Fall kann man den Hinterbau lösen. Es gibt hier unten quasi ein Gelenk, worum sich dann der Hinterbau hochdreht. Man kann ihn hier wieder festschrauben, damit er gesichert ist. Okay. Die Sattelstütze lässt sich einfach einfahren. Das ist eine Mountainbike-Dropper-Stütze. Ja. Die Gabel ist komplett lösbar, ohne den Schaft zu entfernen. Und der lange Vorbau kann auch aus dem Gabelschaft rausgenommen werden. Das heißt, der Steuersatz bleibt vorgeladen im Rad und man kann alles sehr kompakt zumindest packen. Also zum Beispiel über die Sitze in einem Zug kriegt man das Rad mit Leichtigkeit. Ja. Was dann wieder so diese ICE-Ticket-Problematik löst. So, diese Intention stand dahinter für mich, das zu bauen. Aber auch gerade, du bist groß und ich bin groß und ich kenne das Problem bei vielen Falträdern, die kommen einfach nicht weit genug raus. Man fühlt sich da teilweise wie auf so einem Kinderfahrrad. Ja. Und das ist schon ein ordentlicher Koffer, ne? Das Rad, also so ein Hauptfokus für mich bei Fahrrädern ist die Sitzergonomie und da sind natürlich alle Mini-Velos und Falträder auf dem Markt für große Menschen eine Katastrophe. Alle. Die Sitzposition hier ist im Prinzip wie auf einem gewöhnlichen Mountainbike. Also man hat genug Reach, um komfortabel zu sitzen. Der Lenker ist sehr breit, was auch in dem Fall natürlich so ein bisschen so ein Witz ist, einen Mini-Velo zu bauen mit einem super breiten Lenker. Aber es fährt sich einfach besser, als wenn man diese Stummelfummel hat, die vorne an vielen Falträdern dran sind. Ich meine, kaum jemand fährt so agil und flitzig durch die Stadt, dass man wirklich ein so schmales Fahrrad brauchen würde. Ja. Auch muss ich sagen, das Rad war konzipiert eigentlich für 2 24 Zoll Räder. Ich habe dann spontan entschieden, als ich das mir gebaut habe, in Anlehnung an die alten Mifa-Räder vorne ein kleineres Vorderrad reinzumachen. Ach so, ja. Das Urkonzept war eigentlich 24-24. Also auch noch mal so ein bisschen vielleicht optisch für große Menschen passender. Ja. Aber ja.
Ja, sehr cool. Schöne Farbe, schöne Verarbeitung. Mir gefallen solche Details hier, dieses Erhabene. Das finde ich richtig schön gelöst. Auch diese filigrane Gabel hier vorne. Und gleichzeitig trotzdem, dass es halt wirklich ein großes Fahrrad ist. Ne? Es sieht auch nach einem großen Fahrrad aus. Ist aber sehr schön gefertigt. Das zweite Rad ist allerdings auch ein echter Hingucker. Und da sieht man auch, dass du das doch sehr lieb hast. Ja, ich habe sehr lieb. Konzipiert als, naja klar, auf der einen Seite ist es das Cargo-Bike, was meinen Alltag mit mir bewältigt, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Sachen zur Werkstatt transportieren muss und so weiter. Auf der anderen Seite ist es eigentlich tatsächlich als Reiserad konzipiert worden, mit dem ich meinen Hund mitnehmen kann. Okay. Es ist quasi ein Reise-Cargo-Bike, deswegen gibt es da die Panier-Gepäckträger und den Gepäckträger hinten und vorne halt auch diese Kiste drauf, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht die schönste Lösung ist, aber in der ist mein Hund groß geworden und der kennt diese Kiste. Ja. Also, wie man hier auch sehen kann, sind ja ein paar Bilder von der letzten Tour. Und es gibt also das Schöne an so Cargo-Bikes und an dieser Art Fahrrad ist einfach die Freiheit, die sie einem geben und die Möglichkeiten, die sie irgendwie bieten gegenüber von einem normalen Fahrrad, sage ich jetzt mal. Ja. Und ist das auch das, was du alltäglich machst? Also baust du alltäglich Fahrräder oder ist das eher so ein Hobbyprojekt? Ich baue alltäglich Fahrräder. Es ist meine Hauptarbeit, ja. Also, wenn jemand irgendwie Lust hat, ein Fahrrad von dir bauen zu lassen, wie ist da der Weg? Der beste Weg wäre, mich per E-Mail zu kontaktieren oder über meine Website und dann findet man von da raus, was man möchte. Es ist immer, ich mache so One-Off-Arbeiten in erster Linie oder eigentlich im Moment ausschließlich. Das heißt, das sind alles Custom-Arbeiten. Ja. Es gibt kein wirkliches Modell, was man einfach so kaufen könnte. Ja. Also man sagt, ey, ich habe dein Lastenrad gesehen, ich habe dein Mini-Velo gesehen, was kostet sowas? Und dann gibt es erstmal den Schock, was Handarbeit kostet. und wenn der sich dann wieder abgeklungen hat und dann machen sie es trotzdem, ne? Wenn dann die Begehrlichkeiten groß genug geblieben sind, so, dann redet man weiter. So, ja, perfekt. Ist es auch so, dass Leute mit so total crazy Ideen auf dich zukommen? Oder musstest du schon mal irgendwie einen Auftrag ablehnen, weil du sagtest, das funktioniert einfach nicht? Also was ich grundsätzlich ablehne, ist, wenn Leute zu konkrete Ideen haben. Also wenn jemand mit seinem eigenen Konzept, okay, Konzept vielleicht noch nicht, aber mit so einem ausgearbeiteten Konzept kommt, wo ich dann halt weiß, dass Abweichungen davon zu Unzufriedenheit führen werden. Ja, das ist ein Selbstschutz, aber auch ein Schutz für die Person, nicht unglücklich mit einem sehr teuren Produkt auch zu sein. Ja. Was heißt teuer? Preisintensiv. Ich meine, Arbeit kostet halt Geld und deswegen lehne ich Dinge ab, die zu sehr vorgeplant sind. Ja. Wenn Leute meine Arbeit so mögen, wie ich sie tue und mir dann halt auch vertrauen, dass das Rad, was ich ihnen mache, entsprechend ihnen gefallen wird, dann nehme ich gerne so gut wie alle Aufträge an. Es ist echt spannend, dass du das sagst, weil da ist halt viel Vertrauen, weil man vorher nicht weiß, wie das Endprodukt hundertprozentig aussehen wird. Ne? Ja, weiß ich aber am Anfang auch nicht. Ja, genau, also keiner weiß es und ich glaube, diesen Prozess dann so durchzuführen und auch als Kunde zu begleiten, ich stelle mir das ziemlich spannend vor. Es ist normalerweise so, dass ich natürlich eine 2D-Zeichnung liefere, die grobe Rahmenform präsentiert, aber es kommt dann durchaus auch vor, dass ein Konzept oder halt die Art, wie das zusammenkommt als tatsächliches Fahrrad, dann nicht so gut aussieht wie 2D und man sich im Moment vielleicht umentscheidet, okay, ich mache dann doch lieber ein bisschen mehr Slope ins Oberrohr oder nehme ein bisschen was raus oder mache das lieber so. Und das ist immer schön, wenn man dann die Freiheiten hat, das auch für sich spontan zu entscheiden. Also wenn ein grobes Konzept steht, auf das man sich geeinigt hat, aber man dann im Moment dafür sorgen kann, dass es auch schön ist. Ja. Weil diese Übersetzung von 2D auf 3D ist nicht immer wirklich klar nachvollziehbar möglich. Nicht mal für mich und ich habe viele Fahrräder gebaut. Ja. Ich weiß manchmal auch nicht, wie wird das 2D-Modell tatsächlich aussehen, wenn ich es dann in der Rahmenlehre vor mir habe. Ja, vielen, vielen Dank.
Konstantin, für den Einblick in die Welt und in die Arbeitsabläufe eines Rahmenbauers. Gerne. Gibt es ja noch einige andere hier. Ja, aber das war jetzt sehr... Also das sind auf jeden Fall absolute Hingucker, die du hier hingestellt hast. Und hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Ich bin jetzt hier gerade bei Schwalbe gelandet und Schwalbe ist eines der Unternehmen, die solche kleinen Rahmenbauer unterstützen mit, nun ja, Reifen. Also na gut, Brompton ist jetzt kein kleiner Rahmenbauer, aber hier sehen wir halt schon einige coole Bikes hier ausgestellt. Aber was mich besonders interessiert hat, war das hier. Und das ist ein altes Giant, aber nicht irgendein altes Giant, sondern das hat die Aprikot-Gabel, die auch eine Ladefläche hat. Adrian, der Gründer, der hat die Idee schon seit einiger Zeit und hier verschiedene Versionen rausgebracht und daran getüftelt. Und das ist jetzt so sein aktueller Entwurf. Das hier besteht jetzt in dieser Version aus Aluminium. Ihr könnt hier sehen, das ist so richtig schön integriert. Auf der einen Seite verlängert das Steuerrohr, auf der anderen Seite wird es hier an dem Unterrohr abgestützt und geht dann rüber zu einer ganz normalen Gabel mit einer Scheibenbremsaufnahme. Und diese kleinen Ladeflächen hier oben, die lassen sich ganz einfach hochklappen, sodass das ganze Rad dann sehr schmal wird. Und hier an diese obere Schiene lassen sich dann auch einfach Packtaschen hängen. Also wirklich sehr variabel einsetzbar, das ganze Teil. Ziemlich coole Idee. Und ja, wenn euch das interessiert, dann guckt diese Visitenkarte an. Aprikot Bikes, hier www.aprikotbikes.com. Folgt ihm und guckt euch das mal im Internet an. Das Bike hat allerdings noch weitere coole Elemente. Auf der einen Seite hier der komplette Umbau auf Scheibenbremsen von so einem 90er Jahre Mountainbike und den neuen Smart Sam Cargo Reifen. Der hat so ein bisschen das Profil von dem Johnny Watts E-Bike Reifen bekommen. Ist nicht ganz so scharfkantig, will ich es mal so ausdrücken, wie beim Smart Sam, wie beim bisherigen Smart Sam. Hat aber halt eine hohe Belastungskapazität, ebenfalls wieder ein Reflexstreifen. Und den Reifen werden wir demnächst auch an unser Multitinker bauen können. Und gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, in verschiedenen Dimensionen. Und hier könnt ihr sehen, 160 Kilo maximales Gewicht und 125 Kilo bei dem 20 Zoll großen Reifen. Also schönes Konzept hier, altes Giant, neuer Aprikot Gepäckträger, Gabel und die Schwalbe Cargo Reifen. Und was hier auch jetzt ausgestellt ist das neue Schwalbe Click Valve, das ich mir gerade habe zeigen lassen. Das habt ihr sicherlich schon woanders gesehen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal in echt gesehen und das ist schon wirklich beeindruckend, wie einfach das ist. Einfach draufdrücken und pumpen, ohne irgendwas festzuziehen. Und das ist gerade dann natürlich interessant, wenn ihr Lastenräder wie Long Tails habt, wo ihr einfach nicht so viel Platz habt über dem Ventil oder bei 16 Zoll Laufrädern oder so, wo ihr dann einfach hier nur den Platz braucht, draufklicken und fertig, ohne da irgendwie noch mit einem Hebel oder so rumzuarbeiten. Also, cooles Prinzip. Ich hoffe, das werde ich demnächst auch mal testen können. Und ja, Schwalbe hier auf der Bespoke 2024. Und das letzte Bike, was ich euch zeigen wollte, ist von The Psychedelic Experience. Und das ist wirklich sehr besonders. Ihr könnt sehen, das ganze Rad ist so um einen großen Kreis rumgebaut und das lässt sich dann einfach so als Campingstuhl, Campingliege umbauen mit einem Tisch etc. Echt entspannt und man sitzt im Endeffekt dann hier hinter diesem Tisch auf so einer Art Hochrad. Der Lenker ist ziemlich weit oben und man kann das Ganze dann noch abdecken mit so einer Art Zelt. Auf jeden Fall, was für eine tolle Messe. Das hat richtig Spaß gemacht hier. Und das war's. Meine Berichterstattung von der Bespoke 2024 in Dresden. Absolut verrückte Veranstaltung im positiven Sinne. Verrückte Leute, verrückte Bikes, verrückte Ideen, verrückte Konzepte und richtig viel Spaß. Aber war auch ein bisschen anstrengend jetzt. Viele Räder, die ich auch nicht gesehen habe, gerade im sportlichen Bereich. Dafür hatte ich jetzt gar keine Zeit, weil es auch so viele tolle Cargo-Bikes und Urban-Bikes gab. Und ihr hört, meine Stimme ist schon wieder fast weg.
Auf jeden Fall schreibt doch mal euren Favoriten unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.